Und das ist das Verrückte. Gute Musik hört nicht auf, gute Musik zu sein. Ist zeitlos. Chris, mein Lieber, ich Hey. habe uns da mal ein paar Drinks organisiert. Endlich. Ja, wird Zeit, ich weiß. Und zwar hat mein Kumpel Hoffi aus der Kantine Kohlmann hier mal was für uns vorbereitet. Einmal Okay. dein Lieblingsdrink, Skinny Bitch. Ich habe ja recherchiert. Und für mich einen schönen Daiquiri. Frozen oder was? Ja, ich bin jetzt erst vor kurzem auf den Geschmack gekommen. Ja, ist ganz, ganz neu für mich. Okay. Und ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Platten. Hau mal raus, Alter. Ja, ich auch. Okay. Dauert. Cheers. Das fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal richtig gut an. Naja, Schnittstelle. Das ist die Schnittstelle. Ja? Gut. Ja, Goat hat sich's auch schon schön gemütlich gemacht. Okay. Schnittstelle. Schnittstelle, ja. Das ist praktisch Punkrock, New Wave, produziert von Conny Plank. Again. So, also das ist für mich eine absolute Bombe, das Ding. Also, wenn man natürlich aus diesem Rock-Kontext irgendwie Punk, Skinhead Ding irgendwie kommt, dann ist das natürlich schon. Ja, hör mal. Fetzt auf jeden Fall. Ja, Gefällt ja, mir. das glaubt man gar nicht irgendwie. Ja? Also, wie vielseitig das alles ist irgendwie. Ja? Wenn man sich öffnet, wenn man Spaß an guter Musik hat, dann ist alles möglich. Oder Spaß an allem. Ja. Du sagst das. Und welches Jahr ist das? 84, 84. oder? Ist ja Zeig mal. begucken. Zeig mal. Zeig mal. Also das hat so Rockabilly, Psychobilly Einflüsse, also diese Echos in der Sprache und so. 86. Entschuldigung. 84. Also, na? Nummerngirl. Genau. Einmal Nummer 1. Ja, das ist eine. Ja, ich habe nicht lange jetzt drüber nachgedacht, was ich jetzt als erstes spiele, aber ich dachte so, die Energie. Also, und wenn man sich die Doku von Conny Plank anguckt und Welche Doku? Wie heißt die? Conny Plank. Conny Blanc einfach nur. Okay. Da gibt es eine Doku über Conny Plank, wo dann auch Lerida Mesuko irgendwie vorkommen. Warte mal. Ah ja, das ist dazu. Wo die dann sagen, ja, was Conny immer so gesagt hat. Und dann, don't be too clever. Ja? Also so straightforward Musik irgendwie machen. Einfach nur so, gib alles und egal wie peinlich man vielleicht ist. Einfach frei raus. Ja. Einfach laufen Raus. lassen. Einfach Ja. laufen lassen. Das Schön. wird schon irgendwie. Ja? Wenn es die Energie richtig ist, glaube ich, so habe ich das verstanden, hat das der Conny Plank lesen können. Der hat so die Punkte genau gewusst. Sehr schön, Chris. Tolle erste Platte. Hat Ja. auf jeden Fall, ja, hat gefetzt, ist, glaube ich, das richtige Wort Ja. dafür. Ja. Love someone. Ja, show me Vielleicht. more, show me more. Show me. Ja, das sind ja alles so komische Sachen. Also ich werde jetzt nicht
zeitlich sozusagen chronologisch die Sachen jetzt abspielen. Weil Nee, das ist um ja Gottes auch blöd Willen. irgendwie. Ja. Ganz alles nach Gefühl, Chris. Aber sag doch mal, was dich interessiert vielleicht. Was mich Weil interessiert? Für mich ist ja alles wie gestern erst gespielt. Ja. Also Immer. ich bin ja an allem interessiert, ne? Vor allem an allem, was du da auch rumstehen hast. So. Also ich glaube, da sind so einige Steht die Schätze Platte nicht dabei. rein. Die will nicht mehr rein. Die will nicht mehr. Die will noch mal das gespielt hat was werden. zu heißen, die will noch mal. Die kommt dann Das hätte Conny auch so gewollt. mal. Absolut. Das ist der Conny. Das der ist jetzt genau hier- das ist der Conny-Effekt. Der Gegenspieler. Okay, dann mache ich einfach weiter. Überrasch Pass mal mich, auf. Chris, überrasch mich. Aus dieser Arbeiterklasse-Nummer und Worüber wir vorhin gesprochen haben. genau. Da gab es natürlich auch so eine sozialistische Bewegung. Oder eine nicht sozialistisch, blöd, aber eine Gerechtigkeitsbewegung. Ja. So, die nach den echten Gefühlen und nach dem ich will das nicht, ich will was anderes. Ja. Und da war Billy Bragg, einer der Protagonisten, irgendwie, die mich schwer geprägt haben, aus dem dann auch so eine gesamte Bewegung irgendwie entstanden ist, wie House Martins, woraus dann Fatboy Slim entstanden ist. Der war ja der Bassist bei den Geil, House ja. Martins. Und Geil, so, ja. aha. Und da gab es einen Track, Billy Bragg kam auf die Bühne mit einem Verstärker und einer Gitarre alleine, hat sich eingeplant und Hat angefangen zu losgelegt. spielen. Aha. So. Und das, mal gucken. Ja. Und das wollen wir alle, glaube ich, was er jetzt singt. Okay, bin ich gespannt. A New England. A New England. Oh. Das ist schon wieder gut an. I was 21 years when I wrote this geil, song. das I'm kenn ich. 22 now, but I won't be for long. People ask me Geil. when will you grow up to be a man, but the Geil. girls are up at school already pushing prams. Auch die Gitarre I so, ne? loved you then as I love you still. Though I put you on a pedestal, they put you on the bill. I don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. I don't want to change the world. I'm just looking for a New England. Just looking for another girl. Geil. I don't want to change the world. Yeah, I don't want to change the world. I just. Yeah. Ja, Die kenne ich sogar. siehst du? Das ist ja so Klassiker, oder? Ja, Ja, das sind total. halt, ich meine, wir reden über Pop-Kontext und wo wir stehen, so in unserem. Das ist ja auch das, wo man sich so einpendelt, wenn man mit Leuten redet, irgendwie, ob ich über Filme oder Poesie oder Literatur oder Architektur rede. Das ist ja immer wichtig irgendwie, wo ist unser Berührungspunkt. Ja? Ja, Du kannst den ganzen das stimmt. Abend auf jemanden einreden, der kein Verständnis für das Dafür hat, hat, na klar. was du sagst. Das Ja. imponiert niemand. Ja, das stimmt. Ja. Es muss auf jeden Fall passen. Und sag mal, bin ich so schwer? Ach komm. Ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele Gleichgesinnte da draußen, die das alles ja klar, verstehen. logisch. Ja. Ja, aber Dafür sind wir ja hier. ja, Schön. Ja. Schön, dass du das mit uns teilst. ja, aber das geht ja immer weiter. Das ist ja so Opa-Gerede irgendwie. Ne? Also Aber irgendwie trifft es auch immer wieder zu, ne? Also es passt halt auch leider so auf dieses damals Na und klar. früher und dann irgendwie denkt man sich so, oh Gott, ich höre mich schon so an wie mein Vater. ja, das zum einen, aber zum anderen irgendwie bist du natürlich auch so gefangen in deiner eigenen Historie. Irgendwie, ja? Immer. Aber gehört das nicht zum Leben dazu, Chris? Na klar. Ja, ist doch irgendwie auch schön, oder? Ja. Ja. Was ich daran interessant finde, ist, du fährst ja immer mit Rückspiegel. Wie meinst du das? Naja, also
jeder hat eine Historie. Und also selbst meine 16-jährige Tochter hat eine Historie. Na klar. Also von daher, du baust permanent auf dem Erfahrenen auf. Irgendwie. Wenn sie jetzt K-Pop liebt und ich das total scheiße finde, entschuldige Ada, aber für mich ist es halt so nur eine Wiederholung von Dingen, die ich halt... Die du halt, das kennst du halt alles schon. Kenne. Ja. Und dann finde ich es halt so irgendwie schade, dass da keine Weiterentwicklung passiert. Und dadurch, dass ich natürlich so sehr interessiert bin am Weiterkommen, ist es für mich natürlich extrem schwierig, immer nur in der Rückschau und in so einem Loop alles so festzuhängen. zu erkennen. Ja. Das ist wie ein total guter Gitarrero, der kann Musik nicht mehr so genießen, weil er die Technik so kennt. Ja. Und dann analysiert er, wie der jetzt Gitarre spielt oder sowas. Dann hörst du auf, also wenn du das nicht abschalten kannst, dann hörst du auf, Musik so zu genießen. Ja, weil man halt nicht richtig vorankommt. Nicht mal gemeint ist, sondern wie sie einfach daherkommt. Ja, das stimmt. Aber was zum Beispiel für mich total schön ist, ich bin ja auch noch jüngere Generation so. Was? Also, danke Chris. Also nicht die ganz junge, Also bitte. aber auf jeden Fall eine jüngere, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich ist es total wichtig auch, okay, die heutige Zeit, die Musik, ne, aber ich lerne voll viel von der älteren Generation oder auch gerade so von Leuten wie dir oder allgemein, das inspiriert mich total. Ist tatsächlich so, du guckst immer, du lachst dann immer so verlegen, aber nee, ist so. Und ich saug das förmlich auf, ja, von denen, die schon, keine Ahnung, in den 80ern, 70ern so und diese ganzen, alles, was da passiert ist, egal ob jetzt irgendwie politisch, kulturell, so musikalisch, das interessiert mich total, weil ich oft auch einfach von der heutigen Musik oftmals gelangweilt bin. Ja klar, weil man so spezialisiert ist. Ja. Was mich total langweilt, ist diese idiotische Spezialisierung. Ich höre nur Techno. Genau, ich oder höre nur House. Ich höre nur Rock'n'Roll. Ja. Ich höre nur Metal. Das ich höre nur ist- Death Metal. ja, furchtbar. Und dann gibt es da noch 20.000 Unterkategorien. Ja, Für mich war immer nur wichtig die Qualität der Musik. So sieht's irgendwie. aus, Also, ja. ob ich jetzt einen Desmond Decker irgendwie gehört habe oder die Stray Cats, was meine allererste Platte war mit 12, oh, Die- hast du die zufällig dabei? die habe ich zufällig dabei. Ehrlich? Ja. Ey, Chris, Und also du weißt, was jetzt passiert Rock This ne? Town. Ja. Das kommt nachher. Okay, geil. Aber das sind so, oh nee, You Bang the Drums. Vielleicht, weil das war der erste Rockabilly-Song, der politisch war, zum Beispiel. Also Ist ja vorher war es wichtig. Boy Meets Girl oder irgendwie, und ich fahre so schnell und der Hasenfuß, was man so aus dem James Dean-Filmen kennt und so. Und die Stray Cats haben den ersten politischen Rockabilly-Song. Und das finde ich halt sehr wichtig, so, dass man Musik also einfach auch so politisch nutzen kann, dass man Musik klar. als Ausdruck von Gefühlen, von einer Meinung, von einem Andersdenken einfach nutzen kann und dadurch auch so eine Gemeinschaft schafft. So, das finde Ja, ich du schon hast einen immer an Multiplikator Musik so natürlich. interessant. Du hast einen Multiplikator, der auf einer anderen Art überhaupt nicht Ja. da wäre. Und man Soll findet ich die mal suchen? Ja, bitte, bitte. Ja. Aber ja, das ist doch irgendwie so das Also Schöne das war an die Musik. Platte, die ich mit 12 Jahren mir zuallererst zugelegt habe. Mit 12. Das dauert jetzt vielleicht. Und hast du die dann durch deinen großen Bruder entdeckt oder bist du da von ganz allein drauf gestoßen? Ja, nee, das war schon, der Tobias, der hat mich schon auch ein bisschen geleitet. Also gerade auch diese gesamte Skinhead und Mod und Punk. Also diese Subkultur ist schon sehr viel entstanden durch meinen Bruder. Super. Können wir auch hier, danke an Tobias an der Stelle. Ja, von mir auch. Jetzt warte mal. Storm the Embassy? Ich weiß gar nicht. Geil, dass du die jetzt echt dabei hast. Ja, das So ist die sehr, hier. also auch natürlich auch sehr gute Auswahl für heute Abend, ja? Naja, ich habe mal einfach so in die Trickkiste. Da gibt es natürlich auch Rumble in Brighton Tonight. Was natürlich
ultimativen Bash zwischen Rockern und Mods damals irgendwie ausgemacht hat. So in den Okay, 60ern. also praktisch genau. Storm the Embassy, nicht You Bangy Drums. Ich glaube, das war Storm the Embassy. Ja. Geil. Also da wird über Afghanistan und über den Einmarsch und über die Russen und über The Embassy in Iran und irgendwie gesungen. Ja? Ich meine, das ist ja schon für eine Rockabilly-Band. Ja? 81. Ja. Schon bemerkenswert. Ja? Hammer. Also, Auch die sehen so cool aus. ja, leider. Also Die sehen so da gut komme ich aus. auch zurück irgendwie auf... Entschuldigung, aber also, Wow. das ist Hammer. halt... Was eine tolle. ja. Ja, Also, das waren die Informationen, die wir hatten. ja hast du ja Damals. vorhin gemeint. Ja. Geil. Also die Go, stop fucking the seat. Der Hund völlig in Ekstase bei der Musik, ja, hat ja. sich kaum noch im Griff. Okay. Also das ist natürlich das ist tatsächlich, wo wir die Informationen her hatten, ja? Als Kinder. Kinder. Und du hast es immer noch. Guck, es ist Ja, so klar. viel wert. Die habe ich ja meinem Bruder mal geschickt, weil ich ihm die mal nicht ausgeliehen habe. Als er auf eine Party ging. Und da habe ich mich so geschämt. Und dann habe ich ihm 30 Jahre später ihm die Platte geschickt. Und Ehrlich? mich entschuldigt, dass ich ihm die damals nicht geliehen habe. Und er hat sich nicht mal dran erinnert. Ich wollte gerade sagen, aber nach 30 Jahren, also Ja, also ganz da schön. war er 16, ich war irgendwie 12. Und er wollte die mitnehmen auf eine Party und ich habe gesagt, nee. Auf keinen Fall. Aus unerfindlichen Gründen. die geht nur kaputt oder was? Hattest Macht, du Angst, dass... nee, es war ein Machtding. Machtspielchen. Ah ja, okay. Naja, Egal, 30 Jahre später kannst du wieder... sorry Tobi. Ja. Okay. Geil. Ja, daraus, also okay, Skinhead, Rockabilly hören, ich habe eigentlich immer alles gehört. Es gab's nicht, irgendwie, dass ich nicht mich an Tobias, der hat ja immer irgendwie alles Mögliche heimgebracht. Und ich kann es aber manchmal zeitlich, ich habe ein Problem mit Zeit generell. Ja. Ich kann bestimmte Sachen gar nicht einordnen. Also ich habe nie, für mich ist meine Kindergartenzeit gestern zum Beispiel. Ja, okay. Also, oh, das war mein Lieblingstrack. Ehrlich? Außerdem. Oh, mal lauter. Rock this town. Es fällt mir so schwer, so zu bleiben. Maybe it looks alright. Maybe you're 10, gonna have it going to but that's alright, look at that food to me. Look at that. Naja, so. Oh Gott. Ich meine, Schön, natürlich das als hat richtig- Zwölfjähriger das hat richtig flippst du natürlich Groove. aus, ne, wenn Ja. du sowas hörst. Das hat richtig Groove. Ja. So.
Ja, ich meine, natürlich schwierig. Ja, dann, Ja. Ja. Sag du mal was. ich soll was sagen. Ich habe kein Limit und keine... Dann mal so, jetzt mal ein ganz anderer Schlag. Was anderes. Okay, ich mache jetzt einen Schnitt und dann Manchester 89. Okay. Da warst du ja in der Hacienda ganz wild unterwegs. Ja, nicht wild. Ich war ja... Naja, also Kind das hat vom sich auf jeden Dorf, Fall, ja? das hat sich Also- auf jeden Fall nicht wild angehört vorhin. Nee, ich war ja ein Kind vom Dorf. Das muss man ja auch mal sagen. Also Ja. Denkendorf bei Esslingen, bei Stuttgart. Das ist natürlich 50 Welten weg von Manchester Clublandschaft. Ja. Tja, aber die Dorfkinder, die können schon auch ordentlich raven, oder? Ja, speziell. Ganz Aber speziell die sogar. Die zelebrieren das dann auch viel mehr, weißt du? Die wissen das ganz anders zu schätzen, die Kinder vom Dorf. Naja, weil natürlich der Ausbruch aus der Aus dem- kleinen Gemeinschaft Ja. natürlich umso wichtiger ist. Aber ja, ich spiele jetzt Also- einfach mal was an und dann können wir da kurz drüber reden. Geil. Keine Chance. Twisting my melon man. You know he talks so hit man. You twisting my melon man. Kill cops! Holy cops. Sehr Okay, schön. da er hat man packt mir noch- natürlich den Rave-Poet Sean Ryder auf Heroin, der natürlich uns alle geschult hat, wie es geht. Ja? Also, das war natürlich schon eine Erfahrung. Also, ich habe einen... Cheers. Cheers, Chris. Ich habe einen kleinen Artikel in Face Magazine damals gelesen, dass Manchester jetzt so Subculture und irgendwie aus dieser Punk und Dings. Das hat mich so angeturnt, dass ich gesagt habe, okay, da muss man jetzt mal hin. So. Und so war es auch. Also, ich meine, wenn man sich überlegt, irgendwie Factory Records war da, Pete Savo, der Designer, den alle verehrt haben, die Bands, wie Happy Mondays, Innsbruck Carpets, Charlatans, Stone Roses. Das hast du ja alles erst dann dort erfahren. Das war ja, Ja. nicht so draußen schon irgendwie, so 88, glaube ich. Hammer. Aber da hast du auch ganz schön viele Informationen dann auch Na, erst dort. vom Facemac, aber geil, dass man so sich die ganze Zeit so die wichtigsten Infos, okay, alles klar, da muss ich jetzt hin und dann macht man das einfach. Und dann erlebt man da die wildesten und schönsten Sachen und Ja, das in war, allen Bereichen. Immer wieder hingefahren und dann so Demo-Tapes von unbekannten Bands irgendwie auf der Straße für einen Pfund gekauft und weißt du so. Das ist so cool, das hat doch so richtig Charme, weißt du? Ja, aber das gibt's ja heute gar nicht mehr. Deswegen meine ich, das hört, ne? Deshalb sage ich ja, das hört sich immer so nach Oper an irgendwie, weil man so ja, diese Dinge erlebt hat und heute muss man das über Instagram sich dann im Online-Shop erkaufen. Aber das ist doch viel unpersönlicher. Also wenn ich das so Ja, klar. höre, ich finde das so schön, wie das abgelaufen ist. Da war man, weiß ich nicht, noch viel näher bei der Sache. Das war noch, keine Ahnung, das hatte einfach mehr Charme, finde ich. Ja,
Ja. Ja, ich kann da gar nichts dagegen sagen. Sondern einfach nur, ich will mich halt nicht als wie so ein alter Mann anhören, weil das Also, aber ist ja gar nicht so. Du kannst dich ja glücklich schätzen, ja, dass du sowas noch miterlebt hast, weißt also du? man muss ja sagen, ich habe das Glück, in so einer Zeit geboren zu sein, wo so viele Paradigmenwechsel entstanden sind eigentlich. Also 81 der große Paradigmenwechsel in der Popmusik irgendwie, wo Ceremony und die ganzen Depeche Mode, die erste mit Vince Clarke irgendwie und da ist ja so viel passiert und dann so African Bambaataa hat 81 angefangen mit Planet Rock zu programmieren und so. Also Hip-Hop, Grunge, elektronische Musik, New Romantics, dann Rave hat angefangen. Also mit Leuten in Manchester im Auto rumfahren und zu suchen, höre ich da was auf dem Feld irgendwo. Also auf irgendwelchen Landstraßen 3 Stunden rumgekurvt. Irgendwie alles schon so. Ja. Wo ist sie denn, die Party? Wo ist denn die Party? Wo Und ist dann, der wenn du Rave? die. Also zweimal haben wir sie nicht gefunden und 3-mal hat man sie gefunden. Aber dafür war das dann... Aber der Lohn war immens. Ja, siehst du? Also so auf dem Feld, in der Kälte. Und dann gab es da aber, die DJs haben gespielt und da gab es noch Bongos und ein Drumset und Gitarren und Bass. Ja, und Leute kamen einfach auf die Bühne und haben da mitgejammt, irgendwie, während die Musik gespielt hat. Hammer. Und in der Hacienda habe ich mitgekriegt, dass so Paul Oakenfold, also seine CDs so ins Publikum irgendwie mit Basslines. Wenn die Leute gewusst hätten, was die da kriegen, wenn so eine CD da geflogen kommt, die würden heute wahrscheinlich Millionen irgendwie dafür kriegen. Überleg mal, Andy Weatherall. wie cool. Oh, ich bin so ein Ja, großer Andy Fan. ist ja so. Ich bin so ein großer Fan. Apropos. Hast du... Okay. Okay, Ich weiß nicht, Finale. Andy oder Paul? Lass mal gucken. Ich bin so ein großer Fan, wirklich. Ja. Wow, was ein Typ. Ja, was ein Typ. Ja, wir. Okay, ich bin jetzt gespannt, was du jetzt da raushaust, ne? Ja, ich auch. Vermutlich muss ich auch aufstehen. Ich bin schon in den... Okay. Weatherall. Chris. Ja. Okay. Ich mache mich schon mal bereit. You wanna get loaded? You wanna have a good time? Oh yeah, please. Ja, das ist, was jetzt kommt. So. Also, Primal Scream. Okay, whatever. Also, von 1990. Just what is it that you Schon want mal to direkt do? auf. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we wanna have a good time. That's what it is. Well, wait, let's go. Das ist schon mal eine Ansage. Hey Chris, We're going to have a party. And we're gonna have a party. so sieht's aus. Da, 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 da. Das ist doch einfach nur... Da, 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 da. Ich meine, da kannst du dir auch vorstellen, wie auf der Tanzfläche irgendwie, okay, bring it on. Ja. Also, Das ist halt einfach so Stil. Richtig cool. und auch nicht schnell sein müssen, Nee, ja, das stimmt. sondern du kannst genau dieselbe Energie, weil wenn du heute Techno hörst, das muss immer härter, immer schneller, immer... Und ich denke, nee, das stimmt gar nicht. Nein, hat nichts mit der Geschwindigkeit Aber zu vielleicht tun. mit meinem Alter zu tun. Aber, Ja, genau. Ja, kommt wieder ich mag hier die auch alte Techno, Mann-Story. Ja? Also, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich habe immer so das Gefühl, es muss immer noch
nochmal eine draufgepackt werden, aber das ist wie so Leute, die nicht mehr wahrnehmen, was passiert. Ja, du hast recht, das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Am Endeffekt muss man es einfach nur fühlen. Und Ja, du kannst natürlich das auch ist- bei brettharten Scheiß irgendwie was Auf fühlen. jeden Fall, habe ich auf Ja? jeden Fall auch schon ordentlich auch was schon gefühlt, gehabt. sage ich dir, ja. Und wie ich da gefühlt habe. Aber das ist nicht die Bedingung. Nee, ist nicht. Und wenn du sowas hörst, irgendwie das ist so Soul, Ja. Rock, Grunge, alles. Eine wunderschöne letzte Platte, Chris. Ist Letzte schon Platte soweit. schon? Es ist schon soweit, ja. Ich habe noch 700 Platten hier. Die Zeit verfliegt wie im Fluge, sagt man ja so, ne? Ich bin ein bisschen schlecht mit sowas. Okay, nee, das war nicht die letzte Platte. Willst du nicht aufhören, ne? Das Ja, war okay. nicht die letzte Platte. Okay, Das kann nicht meine letzte Platte. okay, ja, Chris, also du kannst auf erstmal jeden nochmal laut Okay, machen, ja, dann mach damit bitte du nochmal laut. weißt, dass das nicht die letzte also Platte wir können auch gerne den Bogen überspannen und also Also bitte. We want to be free to do what we want to do. Ich weiß echt nicht, welches ich als letzte Platte spielen muss. Aber ihr müsst jetzt mit mir Geduld also ich haben. weiß es auch nicht. Ihr müsst Geduld haben mit mir. Weil ja, das Chris, ist jetzt also eine schwierige... ihr habt bestimmt auch Zeit da draußen. Also jetzt verstehe ich so Leute wie Sven Väth und so, die so 12 Stunden auflegen. Irgendwie, Ja, weil, und ich muss auch tatsächlich dazu sagen, also das Okay. sind halt auch die besten Sets okay, von ihm, ne? die ist die letzte Platte. Okay, okay. Ich bin gespannt. Die jetzt gespannt. Okay. Nee, das ist die vorletzte Platte. Weil, also ich muss 2 Dinge klären. Nee, ist tatsächlich so. Also, okay. Ich glaube 92 hat Aphex Twin Oh, den oh. ultimativen Rave-Track Okay, gespielt. also bei FX Twin bin ich ja wieder auch total So, drin, ne? und ein paar Jahre später hat Square Pusher die Hymne für Drum and Bass veröffentlicht. Darf ich die 2 Tracks noch spielen? Bitte, bitte, Chris. Weil ich kann das nicht so stehen lassen. Bitte. Ich kann jetzt nicht mit Loaded wie so ein alter Mann irgendwie jetzt Also auftreten. Chris, wie schon gesagt, Also, das, Das ist ja alles... also weißt du, so der ursprüngliche Plan, die ganze Show, alles, das sprengt halt natürlich alles, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön für so ein Opening, kann man mal machen. Und vor allem so eine FX Twin Platte, also kann man auch nicht oft, also kann man nie genug Also, hören. okay, also mein letzter Track wird Deswegen. die... Okay, sag du. Square Pusher oder Aphex Twin als letztes? FX Twin. Würde ich mir wünschen. Dann muss ich jetzt erstmal den ollen Square Pusher finden. Chris, gefällt mir super, dass du so du bist in so einem guten Mut, wirklich. Das ist einfach Also nur, ich habe auch noch hier so Sachen wie Funboy 3 und irgendwie Desmond Decker und also wie schon gesagt, wir Heaven können ja dann, 17 und also Chris, ich würde einfach sagen, wir machen dann so nach der Show, wir müssen euch dann leider irgendwann Aftershow. verabschieden, machen wir dann noch so ein bisschen Session, ja, machen wir ein bisschen oder Sex Aftershow. Pistols habe ich auch noch. Kannst du alles Oder, raushauen dann. Anne Clark, Testpressung. Oder das Oder- habe ich auch noch im Petto. Hier, da ist es. So. Oder Commercial Rain von Inspiro Carpets. Und, oh Mann, das hört nicht auf. Das ist schlimm. Was wollten wir von mir? Ich liebe Das ist ja es. grässlich. Ja, also So. wie ihr seht, wir könnten ja auch nicht Was eine nur Scheiße. einen Film Warum draus geht es machen. nur eine halbe Stunde? Ich weiß auch nicht, Chris, wir können ja auch Fortsetzung folgt machen. Wir können ja auch so eine Art, so eine Serie oder so draus machen, wenn Ja. du willst, ne? Was jetzt? Also eigentlich- Rehberger-Serie. Oder? Also du warst jetzt nicht direkt auch schon als nächster Gast geplant, gebe ich ehrlich zu an der Stelle, aber wenn du jetzt so Feuer fängst, dann müssen wir vielleicht schon mal nachlegen. Entschuldigung, nochmal. So. Der alte Mann. Genau, komm mal zurück.
Jazz, baby. Oh, schön. Sehr schön. Das war für mich als die Platte rauskam, da war der Typ 19 Echt? und das war für mich das Ende von Drum and Bass eigentlich. Also wenn du das hörst, Jazz neu interpretiert, Ich finde es wunderschön. da gibt's nichts. Ich finde es wunderschön. Also, 19 war der ja. erst. Und ich habe den live gesehen. So Racks um ihn rum, ja, mit so einem Vollbart, mit dem Bass. Ja. Und nur an den Racks rumgeschraubt die ganze Zeit. Ey, das war absurd. Klingt mega geil. In so einem Holzfällerhemd. Jetzt wird's gleich total crazy. Aus welchem Jahr war die jetzt nochmal? Ich muss einfach nachgucken. Wie gesagt, ich habe kein Zeitgefühl. Also, 96. 96. Okay. Ja. Feed me weird things. Weird Things. Toller Zwei. Titel. Toller Titel. Man hört immer so. Jetzt. Achtung. Das ist jetzt echt krass. Geil. Und wo hast du den live gesehen? Tja, gute Frage. In London. In London. Ja, ich Weiß sehe gar schon. nicht, was war denn England. das im kleinen Club? So auf der Charing Cross war das so ein kleiner Club. Barumba, glaube ich. Okay, cool. Gefällt mir sehr gut. Ja, das war genau diese Sache mit Drum and Bass irgendwie. Da hat ja Metalheads haben Sonntagmittags haben die immer so eine Matinee gemacht. Und da hat so Goldie saß da an der Kasse irgendwie, ja, im East End. Und dann kam es da rein und dann war da immer wieder mal so Überraschungsgäste und dann hat so Photag auf einmal live gespielt. Also das war so. Und das war so dramatisch für mich, dass dann, als es Mars zugemacht hat, und Soho und Plastic People also da war für mich Zeit, irgendwie aus London abzuhauen. Da musste ich, okay, jetzt kommt das große Jugendkultur sterben. Ja, es ist immer schlimm, wenn Clubs spürst es. schließen, wo man immer auch also gerne hingegangen ist. Das ist ja so ein Stückchen Leben und Liebe, was da so auf jeden Fall wegfällt. Ja, aber du merkst auch das Verhältnis der Stadt zur Jugendkultur. Und wenn das halt abnimmt, Dann und verliert die Stadt auch automatisch ihren Charme. Ja, ja, dem kann ich zustimmen. Ja, und das haben wir, hoffe ich, wenn Corona vorüber ist, irgendwie das große Clubsterben nicht in Berlin. Oder eine neue Blüte, darauf hoffe ich eigentlich. Ja. Irgendwie, dass so neue Leute irgendwie kommen und so eine Dass man ganz auch- neue Kultur irgendwie entstehen lassen. Ja, auf jeden Fall, dass man aus der Krise einfach auch ein bisschen Kraft schöpft. Ja, absolut. So, Entschuldigung. Chris, letzte Platte. Letzte Platte, jetzt kommt dein Aphex Twin. Oh ja, oh ja. Das war die Hymne Finale. für mich. Finale. Finale. Das hasse ich ja an Platten, ne?
Das ist so Backside, Frontside. Du hast etwas an Platten? Ja. Chris. Nicht die Platte selber. Okay, ja. Aber das wie möchte ich ja so die, gar nicht hören. Wie die so doof betitelt sind irgendwie. Black Side. Side 1. Was heißt das? Black Side? This? Ist deine Platte. Yeah. Okay. Let's try this. Ich hätte noch so gern so viel gespielt. Ich weiß, Chris, wie schon gesagt, wir entlassen das Team nach Hause, Und wir spielen weiter. verabschieden die Crowd da draußen und wir machen weiter. So, Edge 303 808 909 Madness. Da weißt du Bescheid. Ja. Jetzt hören wir das Hoffi mal. hat auf jeden Fall noch ein paar Drinks mehr für uns gemacht. Bitte. Also wir können auf jeden Fall nochmal nachlegen. Ja. Also, So Didgeridoo, ne? absolut. Didgeridoo, ja. Didgeridoo Madness. Ich sag ja wieder volle Ekstase. Also was ein Brett, ey. Also auf jeden Fall. Entschuldigung, aber. So, nochmal. Ja, die muss man jetzt auf jeden Fall auch ganz hören. Ich habe mich schon direkt so im Club gesehen, so dunkel, so auf jeden Fall. So. Damals und heute, das ist ja das Verrückte. Ich habe es direkt gefühlt. Ja, und das ist das Verrückte. Gute Musik hört nicht auf, gute Musik zu sein. Ist zeitlos. Ob du die. Ich weiß nicht, vielleicht verbinde ich das nur mit Erlebnissen damals. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das heute, also wir haben diese Erfahrung auch häufiger auch mal bei unseren Partys. Ja? Und da spielen wir Stücke, oder Thomas oder Sammy spielen dann Stücke Aus den 90ern. aus den 90ern. Und irgendwie die Stimmung ist einfach, das ist das, was dich so durchtreibt. Ja. Und also ich glaube jetzt, das Stück kannst du heute genauso spielen wie vor 20 Jahren. Heute und für immer. Ja. Ja, sag ich Beethoven dir. kannst du auch heute noch spielen. Ja, auf jeden Fall. Und Aber das ist einfach, ja, es ist einfach ich will das jetzt nicht zeitlos vergleichen und mit Beethoven, aber- die Intensität irgendwie kommt ja bei uns ja auch noch an. ja, natürlich. Deswegen bin ich so dankbar für so viel gute Musik, die schon produziert wurde, die wir für immer haben können und für immer hören können. Und ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle, Chris, bei dir. Für diese Ich entschuldige mich für zu viel Ja, muss Pop-Kontext man wieder oder so. übertreiben, war ja Ja, klar, ne? Also wir machen jetzt auf jeden Fall noch weiter, ist ja klar, Chris, so, ich bin jetzt ja klar. schon so mit der Nummer, hast mich jetzt auf jeden Fall richtig in Wallung gebracht, ja, so, deswegen Wallung geht weiter. müssen wir uns jetzt leider von euch verabschieden und wie schon gesagt, Walle. ich bedanke mich bei dir für die Isa, Einblicke vielen in Dank. dein Leben und die Musik, die du mitgebracht hast. Und ich freue mich auch noch, was ich jetzt noch alles so zu hören bekomme. Aber für euch da draußen, alle Stücke, die wir jetzt hier gehört haben, könnt ihr ab morgen auf www.warmup.berlin
auch nachschlagen und danach natürlich auch anhören und für immer anhören. Und der Ausgangstrack ist ein Easy, heißt der? Von Neu. Wie der Ausgangstrack. Naja, jetzt der letzte aller. Also der letzte Track nach dem letzten Track. Also mein Team hasst mich jetzt schon. Also wir machen jetzt, also es ist jetzt ein Song für mich. Also mein Name ist jetzt Programm sozusagen nochmal zum dritten Finale für also heute. Also von Neu gab es einen Track, der heißt Easy. Du machst mich fertig, ey. Und der ist so wahnsinnig schön. Und also ich wollte eigentlich einen Lerita Misuko-Track jetzt nach dem irgendwie spielen. Aber jetzt dachte ich jetzt gerade, nö. Kommt jetzt der Easy-Track für mich, oder? Jetzt kommt der Easy-Track für dich. Oh, Chris, das ist aber schön. Also, und der ist so entspannt. Da kann ich jetzt auch nicht Nein sagen. Eben. Aber wir können ihn nicht ganz hören. Team, aber wir können ihn nicht ganz hören. Doch. Also was denkst du denn irgendwie? Guys, last track. Ein Track nicht zu Ende hören geht nicht. Ja? Completely. Also, sag ich zu meiner Tochter auch. Ich habe ja nichts zu sagen, wie die Ada, die muss ja auch immer, die Arme, die muss ja auch immer ganze Alben kaufen, weil ich ihr immer verbiete, nur einzelne Tracks zu kaufen. Bist ein guter Vater, ne? Ab und an. Finde ich gut. Hier und da kann ich das. Oh, das finde ich aber jetzt echt richtig bezaubernd, dass du mir jetzt noch so einen Track widmest. Neu. Mhm. Neu. Nicht so neu, aber... Aber bestimmt auch zeitlos. Ja, absolut. Naja, also alles, was wir also, als gute Musik identifizieren, ist immer... Ja, aha, okay. Also Chris, ich habe echt mit vielem gerechnet heute, so als erste Show, als Opener, aber damit nicht. Ach, jetzt gut. Achtung. Okay, Los geht's. okay. Knister, knister. Mhm. Das ist das Schönste an Platten. Ja, ne? Kratzen, knistern, schöne Vinyl. Auch von Conny Plank. Auch? Produziert. Okay. Der ist für dich. Danke, Chris. Also, dann stoßen wir nochmal drauf an. Stößchen. Auf heute Abend. Absolut. Und für immer. Und auf zeitlose Musik, genau. Noch ein Kippchen, genau. Kippchen. Ich wollte gerade sagen, ja, wir waren ein Kippchen drin nochmal. Genießen. Genau, genießen. Ja. Ich rauche ja leider nicht, aber ich fühle Hör dir das mal an. Sowas will ich mir abends auf dem Sofa an. Ja, total. Total. Ich freue mich. Ja, zu Recht. Und wie würdest du diese Musik jetzt genre-technisch beschreiben? Gute Musik. Gute Musik, schön. Nehme ich so an. Ist gekauft. Ich mache da keine Unterscheidung. Hat mich interessiert, so eine Definition, weißt du? Aber das trifft's wohl am besten. Toll. Sorry, den muss ich noch spielen. Oh, und mein Hund Chris, hängt in meinem Kabel. Danke dafür, für diese schöne letzte Nummer. Ja, für dich. Für mich. Habt ihr gehört? Easy. Nein. Na ja, klar. Die Easy, nochmal zum Schluss. Ja. Vielen lieben Dank, Chris. Wirklich. Danke. War ein schöner Abend. War ein wunderschöner Danke. Abend. Also
bleibt vermutlich jetzt auch noch ein schöner Abend, aber, Geht noch weiter. Ohne euch. aber wir verabschieden uns jetzt. Wir entlassen jetzt mal mein Team in den wohlverdienten Feierabend und euch in ein wunderschönes Wochenende. Ich würde sagen, jetzt kann auf jeden Fall das Wochenende losgehen. Das war ein Warm-up. Das war ein schönes Warm-up, oder? Und das während der Krise. Obergeil. Siehst du, alles richtig. Ohne gemacht. Krise. Ohne Krise, genau. In der Krise, ohne Krise. Sehr gut, sehr gut. Ausgekriest. Genau. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, Wer ist der nächste Gast? soll ich das schon verraten? Nee, das bleibt noch mein Geheimnis. Schaltet Hätte ich jetzt gerne gewusst. das kommt Wer auch mir dazu. folgt. Das kommt, ja, das, also, wie schon gesagt, wir müssen daraus jetzt 3 Episoden machen, von Mein dem her ist der Hund nächste macht Gast, jetzt das hat sich Firenze. jetzt auch erledigt. Nein. Also, Vielen Dank. Chris, Vielen Dank euch zum Gucken. Und fühl dich geküsst, alles. vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Eure Isabel und euer Chris. Dankeschön fürs Gucken.